Mikrovergleich für Anfänger und Fortgeschrittene. Gleich nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mixpraxis. Ich bin Jonas vom Recording Blog, freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und im letzten Frage- und Antwortspielchen habe ich mal die Frage aufgeworfen, ob ich mal einen Vergleich zwischen Großmembranmikrofonen machen soll, weil ich so ein paar in meiner kleinen, aber bescheidenen Sammlung habe. Und ja, da kam der Wunsch auf, dass ich das wirklich mal machen soll. Und weil ihr so zahlreich geantwortet habt, möchte ich das heute mal machen. Stellvertretend habe ich hier den Kommentar von Willis Musikbude vorliegen und er schreibt: Super Video, Jonas, würde mir mehr davon wünschen, vor allem aber würde mich mal der angesprochene Mikrofonvergleich interessieren. Ich halte das für einen Mikrokosmos und weiß nicht, ob ein hochpreisiges Neumann so einen wahnsinnigen Qualitätssprung bietet, dass man nun viele 100 Euro mehr ausgibt und sein günstiges Rode in die Ecke wirft. Dem wollen wir heute mal begegnen. Und ich habe zu diesem Zweck 3 Mikrofone ausgesucht, nämlich das angesprochene Rode NT1A, dann den Klassiker in wohl jedem größeren Studio des Neumann U87 in der Variante, in der es mir vorliegt, also nicht in der AI, in der aktuellen modernen Variante, sondern in der 70er Jahre Variante, die ich hier mein eigen nenne, und als Stellvertreter der Röhrenfraktion das Audio-Technica AT4060, ein Röhren-Großmembranmikro mit nur einer Richtcharakteristik, Niere. Die anderen Mikros sind auch Niere. Das NT1A ist fest eingestellte Nierencharakteristik und das U87 habe ich auf Nierencharakteristik eingestellt. Und wir wollen uns mal am Beispiel eines Covers, das ich demnächst mal angehen will, von Marcella Detroit heißt die Künstlerin, mit dem Song I Believe, wollen wir heute mal schauen, wie das genau klingt. Ich habe die 3 Mikrofone genau nebeneinander aufgehängt und werde dann gleich so in circa 30, 35 Zentimeter Abstand, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, ich habe es nicht ausgemessen, reinsingen und habe dazu mit der akustischen Gitarre schon einen vorgespielt und jetzt gehe ich mal vors Mikrofon und nehme mal auf, was da so passiert. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain, you're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Give a little. So, da ist er wieder und jetzt wollen wir mal reinschauen, was wir hier gemacht haben. Ich würde sagen, dass wir als erstes mal gucken, dass wir die Lautstärken von den gesamten Tracks gleich kriegen. Das heißt, ich markiere jetzt hier einfach mal, klicke doppelt rein und normalisiere jetzt einfach mal alle Tracks einmal durch, damit die am Peak am lautesten sind und damit können wir, glaube ich, am sichersten stellen, dass alle dann zumindest gleich laut rüberkommen und nicht dadurch ablenken, dass der eine lauter oder leiser ist, denn wie ihr wisst, sind ja Tracks, die lauter sind, wirken immer besser klingend. Da ist einfach Psychoakustik im Spiel. Unser Hirn sagt uns einfach, was lauter ist, ist besser. Und das wollen wir hier ausschalten. Also haben wir jetzt alle 3 Tracks erstmal normalisiert und auf den gleichen Level gebracht. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Wellenformen verhalten, denn ich habe die Mikrofone ja nebeneinander aufgebaut und wir wollen ja sicherstellen, dass die hier auch gleich sind. Das heißt, ich zoome jetzt hier mal rein und wir gucken mal, ob wir es hier, den Mixer aus, ob wir es hier sehen können. Und da sehen wir sehr schön, dass die Wellenformen tatsächlich alle ziemlich genau den gleichen Startpunkt haben. Das heißt, ich habe das ziemlich sauber eingefangen. Und wie ihr seht, sind die Wellenformen auch relativ identisch. Was heißt relativ? Die sehen sehr, sehr identisch aus. Das heißt, man könnte meinen, dass die 3 Mikrofone auch gleich klingen, wenn doch die Wellenformen gleich sind. Aber dem ist eben nicht so. Und dass dem so nicht ist, dafür machen wir jetzt mal hier den Ton an, damit ich auch was hören kann. Und jetzt wollen wir mal reinhören, wie die einzelnen Tracks klingen. Wir fangen mal an mit dem Rode. Ich mache den Mixer mal wieder an, gucken, ob wir irgendwas drauf haben. Nein, ihr seht, ich habe hier nichts reingeladen, keine Plugins oder sonst was irgendwie reingeladen. Die sind alle auf minus 3 dB eingestellt, alle auf die Mitte. Und jetzt schalten wir mal Solo hin und her zwischen den ich habe hier noch was vorbereitet gehabt, das möchte ich jetzt mal kurz vorher deaktivieren. Ich habe nämlich noch 3 Chorspuren hier vorbereitet. Die müssen natürlich auch aus, damit wir uns nur auf die Mikrofone konzentrieren können. So, also hören wir mal rein in das Rode, und zwar nur das Rode, wie es klingt. So, und die Akustikgitarre ist auch aus. Los geht's. No matter what you do,
It keeps coming back to me and you. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain, you're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Klingt wie eine ordentliche Aufnahme. Hören wir mal dagegen das U87. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain, you're caught in a trap. Klingt in meinen Ohren jetzt ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen klarer, in den Mitten ein bisschen druckvoller und oben in den Höhen ein bisschen seidiger, ein bisschen edler vielleicht. Auf jeden Fall nicht so bedeckt. Das Rode NT1A klingt dagegen so ein kleines bisschen, als wenn einer so eine Decke über die Boxen gestülpt hätte. Und jetzt hören wir uns mal im Vergleich das Röhrenmikrofon an, das 4060. Das klingt so. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain, you're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Klingt in meinen Ohren jetzt im Bassbereich nicht ganz so präsent, das kann aber täuschen, wie das NT1A und wie das Neumann. Es klingt in den Mitten nicht so dominant, aber es hat trotzdem diese seidigen Höhen, die, glaube ich, von der Röhre auch herrühren, aber die natürlich auch irgendwie bauartbedingt sein können. Auf jeden Fall klingt es sehr seidig und sehr, sehr aufgeräumt und wir hören nochmal, ich mache nochmal einen kleinen Loop fertig, damit wir das direkt gegeneinander hören können. Und dann machen wir gleich ein weiteres, mal hier den Loop setzen, so. Und dann hören wir mal nur die erste Stelle hier gegeneinander und wir fangen wieder an mit dem NT1A. Achso, kleiner Tipp übrigens, wenn man hier zwischen den Kanälen Solo umschalten möchte, und zwar nur, dass der eine Kanal Solo ist und nicht der nächste hier, wenn ich draufklicke, der zugeschaltet wird, dann hält man die Alt-Taste, die Alternativtaste oder Option-Key, wie man sagt, und kann dann hier, wenn man die drückt, einfach umschalten und hört nur den einzelnen Kanal Solo ab, den man abhören möchte. Los geht's! No matter what you do, it keeps coming back to me and you. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. Ja, da kommt man es jetzt ziemlich genau hören. Also wie gesagt, das NT1A klingt da doch deutlich belegter und nicht ganz so aufgeräumt wie das U87. Und das AT4060, das Röhrenmikrofon von Audio-Technica, klingt sehr edel, aufgeräumt, fast schon Hi-Fi-mäßig. Und jetzt ist es aber nicht nur wichtig, wie die einzeln abgehört klingen, die Mikrofone, sondern es ist auch relativ wichtig zu wissen, wie sie im Mix klingen. Das heißt, was passiert im Mix? Jetzt müssten wir sie eigentlich hören gegen einen großen Mix. Den habe ich nicht aufgenommen. Ich habe ja nur die Akustikgitarre aufgenommen. Aber wir können ja mal hören, wie sich die positiven oder negativen Eigenschaften der Mikrofone addieren. Denn ich habe schon was vorbereitet und hatte passend hierzu auch Chöre eingesungen mit den Mikrofonen. Das heißt, ich habe mit jedem Mikrofon, genauso wie ich gerade die Einzelspuren eingesungen habe, auch Chöre eingesungen. Und die wollen wir jetzt mal kurz uns anhören. Machen wir den Loop hier ein bisschen größer, damit wir auch rumhören können. Die Akustikgitarre bleibt ganz bewusst aus. Und wir hören jetzt erstmal das Rode, würde ich sagen, mit seinem Chor-Pendant. Das heißt, mal kurz hier richtig einstellen. Sie können, wenn wir nicht durcheinander kommen. Wir nehmen das Rode und genau, so jetzt wird sein Chor dazu freigeschaltet. Und wir hören jetzt mal völlig unbearbeitet. Ich habe bei den Chören hier nur, damit ihr das auch sehen könnt, dass ich hier nicht trickse oder so, nur einen Limiter reingeladen, damit die nicht durchschlagen. Habe die Spuren auch wieder normalisiert und habe die alle auf die gleiche Lautstärke hier gezogen, dass ihr sehen könnt hier, die sind alle gleich auf minus 10 dB und dann einfach links und rechts gepannt. 1, 2, 3, 4 Spuren und das habe ich für jedes Mikrofon gemacht. Das heißt, wir hören jetzt einmal gegeneinander
Zunächst das Rode. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Die Eigenschaften addieren sich jetzt tatsächlich. Es klingt muffelig und ein bisschen belegt und nicht so edel in den Höhen und so weiter. Wir hören dagegen jetzt mal das Neumann. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Und dagegen jetzt das AT4060. Ich lasse das übrigens durchlaufen, also das dauert ein bisschen, bis es komplett durchgelaufen ist, damit ihr euch wirklich auch die Textur einprägen könnt, damit ihr auch genau darauf achten könnt und durch die Unterschiede nochmal anhören könnt. Deswegen jetzt dagegen nochmal das 4060 und danach schalten wir mal schnell um zwischen den einzelnen, mache ich einen kürzeren Loop und dann können wir sie nochmal direkt gegeneinander hören. Aber jetzt erst das 4060. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. Ja, das bestätigt nur das, was wir gerade schon bei den Einzelstimmen gehört haben. Es klingt insgesamt sehr aufgeräumt, sehr, sehr seidig, sehr edel, das AT4060 und nicht ganz so mittig wie das U87 und das NT1A klingt dagegen halt muffelig, belegt, nicht ganz so präzise in allem, was da so reingeht. Aber wir hören es uns nochmal jetzt genau gegeneinander an und ich gucke mal, dass ich hier einen Loop erwische. Wo sind wir hier? So. Passenden Loop erwischen. Okay, wir machen nur einen kurzen Loop. So. Und ich starte einfach nur vorne rein und dann hört ihr die direkt gegeneinander, die Mikrofone. Wir starten wieder mit dem NT1A. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. Give a little bit of love and you'll get it back. Give a little bit of pain. You're caught in a trap. For every little thing that you say or do, give a little bit of love, it'll come back to you. So, das war der Vergleich U87 gegen NT1A und AT4060. Ich hoffe, ihr konntet genau hören, was dabei rausgekommen ist. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass 4060 klingt ein kleines bisschen leiser sogar. Das heißt, obwohl wir alles normalisiert und auf die richtige Lautstärke gezogen haben, scheint es vielleicht durch die fehlenden Mitten vom U87 und durch die nicht ganz so dicken Bässe aus dem NT1A insgesamt ein kleines bisschen leiser zu klingen, obwohl die Wellenformen ja wirklich fast identisch waren. Faszinierend. Wir reden über Mikrofone für 150 €. Das NT1A, das 4060 kriegt man gebraucht für 700 € ungefähr. Und das U87, ja, das wird mittlerweile in Sphären gehandelt, dass ich froh bin, dass ich das sehr lange besitze schon und heute nicht kaufen muss. Denn brandneu kostet es, glaube ich, 2000 oder über 2000 €. Die habe ich nicht bezahlt. Wenn es dir gefallen hat, wenn du noch Fragen und Wünsche hast oder sonstige Anregungen, schreib sie mir unten rein, gib mir einen Daumen nach oben und mit einem Abo bleibst du auf dem Laufenden. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou.